Wann und wie funktioniert Substitution? Das sind zwei Fragen in einer. Wann eine Substitution funktioniert, sagt uns viel Übung, denn wir müssen einem Integral ansehen, welche Substitution die richtige ist. Dafür gibt es gewisse Regeln und Erkennungsmerkmale, die wir an anderer Stelle kennenlernen werden. Jetzt gehe ich darauf ein, wie eine Substitution funktioniert. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir die richtige Substitution bereits gefunden haben und erläutere, wie es dann weitergeht. Dazu betrachten wir das folgende Integral. Um dieses Integral zu berechnen, führt die sogenannte lineare Substitution zum Ziel. Dabei setzen wir t gleich minus 3x plus 2. Beachten Sie, dass die Werte für t davon abhängen, was wir für x einsetzen. Setzen wir zum Beispiel x gleich 0 ein, dann ergibt sich t gleich 2. Setzen wir x gleich 2 ein, ergibt sich t gleich minus 4. T hängt also von x ab und daher können wir statt t gleich minus 3x plus 2 auch schreiben t von x gleich minus 3x plus 2 und t nun wie eine Funktion behandeln. Insbesondere können wir dann t ableiten. Für die Ableitung gilt ganz einfach, t' von x ist gleich minus 3. Und als nächstes bedienen wir uns eines Tricks. Erinnern Sie sich, wie man die Steigung einer Strecke von einem Punkt A zu einem Punkt B innerhalb eines Koordinatensystems bestimmt? Das macht man mit einem Steigungsdreieck. Im Beispiel rechts gehen wir Δx gleich 3 Einheiten nach rechts und Δt gleich 2 Einheiten nach oben. Die Steigung der geradlinigen Verbindung von A nach B ist daher Δt geteilt durch Δx, also gleich 2 durch 3. Auf ganz ähnliche Weise können wir die Steigung des Graphen einer Funktion bestimmen. Dazu betrachten wir im Bild rechts den Graphen einer hier willkürlich gewählten Funktion t von x. Das skizzierte Steigungsdreieck hat wieder die Steigung Δt durch Δx gleich 2/3, was auch der Steigung der eingezeichneten Sekanten entspricht. Wie groß ist jetzt aber die Steigung der skizzierten Tangente? Zur Berechnung der Tangentensteigung müssen wir den Punkt x2 weiter gegen x1 rücken und dabei stets das Steigungsdreieck Δt geteilt durch Δx im Blick behalten, denn dieses entspricht der Steigung der jeweiligen Sekanten. Und bei diesem Prozess, das heißt, wenn x2 immer weiter an x1 rückt, dann geht die Sekante in die Tangente über und folglich geht die Steigung der Sekante, also das Steigungsdreieck, über in die Steigung der Tangente an der Stelle x1. Um das deutlich zu machen, schreibt man nun dt statt Δt und dx statt Δx. Und da die Tangentensteigung an der Stelle x per Definition dem Wert der Ableitung t' von x entspricht, kann man die Ableitung einer Funktion t' von x auch schreiben als dt geteilt durch dx. Dieser Zusammenhang ist wichtig und wir werden ihn jetzt benutzen. Kommen wir also zurück zu unserem Beispiel. Wie eben gesehen, können wir t' von x gleich dt geteilt durch dx schreiben. Und jetzt geht alles ganz schnell. Schauen wir uns wieder das Integral an. Wir haben t gleich minus 3x plus 2 substituiert und uns klar gemacht, dass wir auch schreiben können t von x gleich minus 3x plus 2. Das heißt, dass t auch als Funktion von x aufgefasst werden kann. Dann lautet die Ableitung t' von x gleich minus 3.
Und wir haben uns ebenfalls klar gemacht, dass wir t' von x ersetzen können durch dt geteilt durch dx. Den letzten Ausdruck können wir nach dx auflösen und erhalten, dx ist gleich dt geteilt durch minus 3. Damit sind wir in der Lage, unter dem Integral alle Ausdrücke, die mit x zu tun haben, durch Ausdrücke, die mit t zu tun haben, zu substituieren. Anschließend darf kein x mehr vorkommen unter dem Integral, denn sonst hat unsere Substitution nicht funktioniert. Ersetzen wir also minus 3x plus 2 durch t und dx durch dt geteilt durch minus 3, dann erhalten wir das Integral von Cosinus von t dt geteilt durch minus 3. Anschließend ziehen wir die minus 3 noch vor das Integral bzw. die minus 1/3 und dann erhalten wir ein Grundintegral. Ein Blick in die Tabelle der Grundintegrale liefert uns dann als Stammfunktion minus 1/3 Sinus von t plus c und das ist eine erste Zwischenlösung. In einem letzten Schritt führen wir noch die Rücksubstitution durch und erhalten als Endergebnis minus 1/3 Sinus von minus 3x plus 2 plus c, wobei c eine reelle Konstante ist. Das Schöne an der Substitution ist, dass das immer, wie eben gezeigt, verläuft. Das heißt, das Vorgehen ist immer das gleiche und ich hoffe, damit ist klarer geworden, wie Substitution funktioniert.